So, ich werde jetzt hier die Zellen noch zusammensammeln und wer will, kann die hier gerne käuflich erwerben. Ich würde mal sagen, pro Zelle 1 Euro ist ein guter Preis, oder? Nee, war nur ein Spaß. Alles Sondermüll. 11 Jahre Betriebszeit. Ich bin richtig begeistert. Naja, schauen wir mal, nicht? Es ist ja, geht ja nicht nur, es gibt ja verschiedene Hersteller. Es liegt ja, wie gesagt, an dem Material der Folie hinten. Und jetzt ist natürlich interessant, das Modul, was hier links daneben ist und was hier rechts daneben ist. Also da kann man ja jetzt Wetten abschließen, welches hier jetzt als nächstes durchfällt. Ne? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Elektrotechniker. So, ich bin mal wieder in weiter Ferne unterwegs auf einer Anlage, die ist ein bisschen weiter weg, 3 Stunden Anfahrt. Und hier haben wir jetzt die Problematik, dass uns früh, zu den morgendlichen Stunden immer Wechselrichter komplett aussteigen bzw. überhaupt nicht anlaufen aufgrund des geringen Isolationswiderstandes. Das Thema ist nach wie vor das gleiche, Rückseitenfolien-Thematik. Und jetzt ist es so, also ich kann euch noch mal kurz das hier noch mal so zeigen, wie das hier so aussieht. Man sieht auch schon mal hier diese Flecken, ne? So auch die Abkreidung ist wieder da. Und dann sieht das insgesamt verschieden aus. Wie gesagt, diese Flecken sieht man. Man sieht auch jetzt sicherlich hier mal so ganz gut zum Beispiel, wie man da im Prinzip so ein Riss drin ist schon. Das heißt, man kann dort durchgucken. Und das sind alles hier eben die Indikatoren dafür, dass es hier massive Probleme gibt mit den Isolationswiderständen. So, also alle Wechselrichter bis auf einen laufen dann auch jetzt immer dann nach einer gewissen Zeit früh an, zeitversetzt. Also der ISO-Widerstand steigt ja dann irgendwann im Laufe des Tages, wenn das ein bisschen trockener wird etc. Aber ein Wechselrichter tut das eben nicht. Der bleibt den ganzen Tag aus, konstant mit schlechtem ISO-Wert. Und das ist natürlich ein extremer Ertragsverlust. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, was hier Phase ist. Ich hatte schon mal in den Aufzeichnungen geguckt. Wir haben ja noch diese Thematik hier mit diesen Stringkabeln. Ihr kennt das, viele Videos dazu gemacht. Und man sieht bereits hier sind im Prinzip neue Kabel unterirdisch verlegt. Also erkennbar an den schwarzen Prismien, PV-Leitungen oder Kabeln. Das können wir also hier ausschließen. Es muss also hier an den Modulen liegen. Und wir gehen jetzt erstmal im ersten Schritt hier in die Station rein und gucken uns das ganze Elend, wie ich immer sage, mal an. So, ich meine, die ISO-Werte werden natürlich grottenschlecht sein, logischerweise, weil sonst würde der Wechselrichter ja laufen. Und wir hören, das ist jetzt ca. 9:30 Uhr. Wir hören nichts, es ist 9:30, ja, also die Wechselrichter, alle anderen, die wir hier haben, die laufen im Prinzip seit ja, knapp 7 Uhr. Ne? Hier geht gar nichts. So, USV läuft, Spannungsversorgung da. So, Fehler 0,35, Erdschluss oder Temperaturfehler. Das hatten wir ja schon mehrfach, dass das ja hier so clever gemacht wurde, dass man hier im Prinzip verschiedene Fehler auf einen Code gelegt hat. Da weiß man also immer ganz genau, was es ist. Haha, so ist das eben. So, wir gucken uns jetzt mal hier live die Werte an. So, hier sehen wir erstmal 8 Kiloohm. Das ist natürlich sehr schlecht. 5 Kiloohm wäre die Abschaltschwelle. Das heißt, der ist schon drüber. Er wird also gleich starten. Und hier, das ist nämlich der Kandidat, der war nämlich jetzt immer aus gewesen, tagsüber auch, der hat kleiner 1 Kiloohm. Also der hat im Prinzip keinen Widerstand mehr zwischen aktivem Leiter und Erde. Er sagt jetzt hier R plus kleiner 0, also kleiner 1 Kiloohm. Ich deute das jetzt mal so, dass er sagt, Plus gegen Erde, im Prinzip da eigentlich mehr oder weniger voller Kontakt. So, und dieser Wechselrichter hier
der wird jetzt den ganzen Tag über ausbleiben und das geht so nicht. Der wird sich sicherlich hier mal neu starten jetzt demnächst. Der hat ja auch so eine gewisse Hysterese. 5 Kilo Ohm ist eigentlich die Schwelle. Können wir ja noch mal kurz überprüfen. Das machen wir mal. Dass hier auch alles so eingestellt ist. So, wir gehen mal ISO-Setup. So, hier steht so Alarmschwelle. Ein bisschen schwer. Also 33 Kilo Ohm ist eine Alarmschwelle. Da kriegen wir erstmal eine Meldung, dass der Wert sehr klein ist. Das ist für uns interessant. Und dann der zweite Alarm, also der Alarm 1 sozusagen, der ist bei 5 Kilo Ohm. Und der ist hardwaretechnisch eben so geschaltet, dass dann der Wechselrichter ausgeht. So, jetzt zeigt er mir 8 Kilo Ohm an. Jetzt kann es natürlich sein, dass er auf dem anderen Pol ein bisschen weniger noch hat. Und dann wird er sicherlich eine gewisse Hysterese haben. Und ich denke, in den nächsten 15 Minuten läuft er an. So, das heißt, wir müssen uns hier den Wechselrichter 1.2, den müssen wir uns genauer angucken. Ich meine, ein Fehlerreset wird jetzt hier nicht funktionieren. Logischerweise. Ne? Können wir resetten, was wir wollen. Solange wie das so dasteht, funktioniert es nicht. So. Oh, habt ihr gehört? Das war's schon. Das war der andere. Der geht jetzt in den Startmodus über. Also er hat es überstanden. Aber wie gesagt, trotzdem mit 2,5 Stunden Zeitverzögerung. Und wenn man das mal jeden Tag rechnet, das ist schon, da kommt doch was zusammen. Ne? Und das funktioniert so nicht. So, wir müssen uns den 1.2er vornehmen. Und dazu werden wir uns erstmal dann auf Reisen begeben. Hier ist schon der 1.2er. Das sieht schon ganz gut aus hier. 1.2er. Das ist der erste GAK vom zweiten Wechselrichter der ersten Station. So, da war erstmal hier mal so eine optische Bestandsaufnahme. Was soll ich sagen? Ja, ihr seht es ja, ne? Ihr seht es ja. Katastrophe. So, und jetzt ist es eben so die Idee von mir, dass wir erstmal uns an allen 8 dazugehörigen GAKs mal eine Schnellmessung machen mit dem Spannungsprüfer. Und wir notieren uns alle Werte mal auf dem Notizblock. Und dann ist so meine Idee, dass wir eben versuchen, jetzt hier die schlechtesten Strings rauszufinden, die auszuklemmen, mit der Hoffnung, dass der Wechselrichter dann anläuft und dass er auch in Zukunft früh immer anläuft. So, und da müssen wir natürlich erstmal messen und mal gucken, wie groß im Prinzip die Varianz ist bei den Messwerten. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Und dazu ist es natürlich gut, dass wir hier so, ich sage mal, ist egal wie das Wetter jetzt ist, ob das Sonne ist oder nicht, dass wir jetzt in der nächsten Stunde so halbwegs gleichmäßiges Wetter haben. Das ist wichtig. So, dann habe ich noch ein neues Messgerät mit. Das ist dieses orangene Kistelchen da hinten. Das werden wir heute auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Ist ganz neu, HT. Wie gesagt, im Oktober hatte ich das bestellt gehabt, im Oktober 22, im August 23 geliefert. Ratzfatz heutzutage. Zuvor, glaube ich, jetzt machen wir dann zwischendurch noch mal ein schönes Käffchen da hinten. Da sind noch ein paar schöne Schröppchen für die Erdungsgeschichte zum Testen. Ja, ich werde das alles mal auspacken und dann werden wir jetzt erstmal die Schnellmessung machen mit dem zweipoligen Spannungsprüfer. Und ich nehme euch natürlich mit, und damit wir hier heute gemeinsam mal quasi auf Fehlersuche gehen, beziehungsweise Eingrenzung, beziehungsweise auch Behebung, beziehungsweise ja, ein bisschen Forschung. Wie ist die Varianz? Wie sieht es insgesamt aus? Was können wir hier tun? Bis gleich. So, da fangen wir mal mit dem ersten GAK an. Ich habe mir mal hier mein Notizzettelchen mitgebracht und dann schreiben wir uns das jetzt mal schön auf. So, wir schalten wie immer erstmal ab. Zweipoliger Spannungsprüfer. Sollte ja jeder quasi immer dabei haben, theoretisch. Ausnahmen bestätigen die Regel. So, dann machen wir mal Plus gegen Erde. So, dann sind wir schon bei 255 Volt. So, beziehungsweise müssen wir jetzt gleich den anderen. 255. Und hier sind wir bei 380 Volt. So, ich schreibe mir jetzt jeweils nur den höchsten Wert auf. Also das ist hier die 112. So, und dann schreibe ich mir jetzt auf, was habe ich, 380 habe ich, glaube ich, gesagt, nee.
Zack. 380 Volt. Ich schreibe mir jeweils den höchsten Wert auf, also nicht beide, weil mich interessiert ja im Prinzip pro GAK jetzt, welcher ist erstmal der schlechteste. Also 380 ist erstmal absolut gesehen sehr, sehr, sehr schlecht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie die anderen aussehen. Aber ich denke, da werden wir so viel Besseres nicht erwarten. Jetzt ist der andere Wechselrichter ist gerade angegangen und hat es gehört. Er brummt quasi los. Also hier auf der Anlage ist natürlich jetzt noch so, dass das so nass hier ist. Das ist klitschenass. Es hat ja jetzt hier mehr oder weniger 2-3 Tage durchgeregnet. Und man merkt das richtig hier beim Atmen, wie das ein bisschen schwer fällt. So, das ist jetzt hier der zweite. Auch hier abschalten. Jetzt bin ich echt gespannt, was wir hier rausbekommen. So. 135. 235. Also 235 Volt. So. Jetzt haben wir die Frage schon immer gewesen, wann messe ich denn? Wenn man das jetzt ranhält, der Wert, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder der Wert ist sofort stabil. So, jetzt habe ich hier 150, er fällt und fällt und fällt und fällt. Und dann sagen wir, entweder er ist stabil, dann schreiben wir den Wert sofort auf. Ansonsten sagen wir eigentlich so nach 5 Sekunden. Das ist dann der Wert, den wir aufschreiben. Ne? Weil natürlich sonst alles übers Messgerät langsam abfällt. Und so nach spätestens 5 Sekunden sagen wir, ist es eben der Wert, den wir dann uns notieren. Um da ein bisschen, ein bisschen Gleichmäßigkeit bei der Beurteilung reinzubekommen. Schlüssel mitnehmen wäre nicht verkehrt. So, jetzt sind wir hier ein bisschen auf Suche gehen und ich sehe schon, das ist natürlich hier wieder, ach du Scheiße. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Der dritte GAK hätte ich jetzt hier erwartet. Hier ist er aber nicht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, das da hinten wird er sein. Das ist also hier so verstreut. Wird der da hinten sein, theoretisch. Wir haben ja noch unsere Beschriftung, Gott sei Dank. Also wissen wir hier erstmal, dass der dritte GAK hier aufgelegt ist. Und der Kabelführung nach zu urteilen ist das dann da. Also es ist nicht immer so, dass alle GAK so schön in einer Linie sind, sondern mitunter rennst du dir hier einen Wolf. Und wenn du jetzt keine Beschriftung hast an den Tischen, ja, ist eben die Problematik, dass man dann überhaupt nicht weiß, wo gehört denn dieser Tisch jetzt hier dazu? Ist denn das jetzt für den Wechselrichter oder kommt der jetzt vom nächsten schon? Oder. Und da muss man hier manchmal ziemlich auf Wanderschaft gehen. So. Man sieht es ja aber an der Kabelführung und der Beschriftung sind wir richtig. Das heißt, hier ist das irgendwie, warum auch immer, so gemacht. Es sind alle 16 Strings in die eine Richtung gemacht und nicht in die andere. Das ist eher selten. So. Ja, ich habe natürlich Stiefel an. Ab. Sieht man sie? Ah, nee, nicht wirklich. Stiefel. Also hier mit irgendwelchen normalen Arbeitsschutzschuhen. Kannst vergessen. Hast du nach einer halben Stunde einen nassen Fuß und einen Stinkefuß. Ja, das ist er. Hier ist er. 3. So. Mann, oh Mann, oh Mann, nee. Da ist es ja auch so, dass hier alle 10 Minuten irgendwie das Handy klingelt, weil irgendwie jemand irgendwas wieder wissen will. Und da muss man ja auch immer so ein bisschen hier Kindergartenbetreuung auch übernehmen, weil ja jeder seine Fragen beantwortet haben will. Aber manchmal muss es dann auch sein, dass man sagt, Schluss aus, jetzt tue ich mal hier 1-2 Stunden durchziehen, ohne ans Telefon zu gehen. So, 140. 230 Volt. So, ich mache das Ganze jetzt mal
fertig mit den anderen 5 GAKs noch. Ich meine, das ist jetzt ja so spannend auch nicht. Und dann gucken wir uns mal die Messwerte an und dann werden wir mal sehen, wie wir hier weiterverfahren. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier ab mittlerweile 7. GAK angekommen. Also das ist natürlich jetzt hier schon optisch eine ganz ziemlich bescheidene Sache. Ich hoffe, man erkennt das auch so. Also richtig schwarz, richtig rissig. Und ich meine, hier traut man sich ja schon fast gar nicht mehr wirklich mit dem Messgerät irgendwas zu messen. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Ne? Hier wird ja Angst und Bange. Nicht? Katastrophe hier. Das sind richtige Löcher. Also es geht ja so weit, das hatte ich ja auch in meinem Video schon mal gezeigt oder ein paar Fotos, dass die Module dann, also dass die Zellen dann im Prinzip wie komplett schwarz werden. Die verbrennen dann im Prinzip. Und wenn hinten das mehrfach passiert, dann wird das ganze Glas an sich, das wird dann auch spröde und geht kaputt. Also im Endeffekt sieht es dann so aus, dass du hier nur noch den Rahmen vorfindest und alles andere liegt hier unten kaputt drunter. Das ist das Endbild sozusagen. Und das ist natürlich maximal Katastrophe, nicht? Wie das hier alles so schwarz aussieht. Das ist maximal kritisch. Ne? Also man traut sich jetzt hier auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht irgendwie hier ranzukommen, weil natürlich, ich habe hier Spannungen gemessen bis 500 Volt, ja, also aktiver Pol gegen Erde. Also da ist nichts mehr dazwischen. Ne? Das ist eine Katastrophe. Das ist echt ärgerlich. So, einen haben wir noch, dann sehen wir weiter. Okay, also das sind mal jetzt hier die entsprechenden Werte. Also wir haben von 195 bis 570 alles dabei. Und logischerweise würde ich mich jetzt hier mal auf den 124 stürzen. Das ist eben der schlechteste, der mit der höchsten Spannung. Dass wir den mal jetzt, dass wir da die Strings aufmachen und entsprechend Stringmessung machen. Und hoffentlich ist es so, dass hier wir im Prinzip, sage ich mal, nur 1, 2 Strings oder so als Ausreißer haben, die diesen schlechten Wert eben verursachen, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier vielleicht, was weiß ich, 10 schlechte Strings, die wir rausnehmen können insgesamt, um dann die Bude wieder am Laufen, also zum Laufen zu bekommen. So, ich habe jetzt alle GAKs, sind ja von der Messung noch abgeschaltet. Das heißt, in die ISO-Messung fließt jetzt nur ein die Hauptkabel zu den DCUVs. Entsprechend hoch müsste eigentlich jetzt der ISO-Wert sein. Und der ist bei 225 Kiloohm. Das heißt, ist erstmal auch noch mal eine Kontrolle, dass das Isometer auch funktioniert. Also wir haben jetzt erstmal gute Werte. Und ja, kabeltechnisch ist alles getauscht. Ich habe noch mal geguckt, an allen alles getauscht. Also es können nur noch die Module sein. Also Stringmessung, also ISO-Messung am String mit einem PV-Tester. Und dann gucken wir uns das mal an. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier am besagten DCUV mit der höchsten Spannung. 124, ich habe jetzt hier noch mal eine neue Seite und hier schreibe ich mir jetzt die Strings 1 bis 16 untereinander und dann entsprechend die Messwerte dazu. Was hier natürlich wichtig ist, wir haben ja diese hohen Spannungen gemessen. Also können wir davon ausgehen, dass natürlich jetzt am Tag hier auch Ströme fließen. Und jetzt sollte man nicht hierher gehen und einfach diese Trennklemme aufmachen, sondern wie üblich und hier nochmal insbesondere wichtig, hier gucken, was hier los ist. Nicht? Dann hier diese kleine Messzange. Das kommt mir jetzt auch nicht auf die Kommastelle hier an. Ich will ja nur wissen, ob hier überhaupt irgendwas ist. So, und da tue ich mir jetzt hier nach und nach quasi mache ich hier eine Lastfreiheit. Nicht? Also wenn jetzt hier, sage ich mal, ein Ampere oder so fließen würde, wäre hier für mich bereits eben dann Schluss. Also kann ich die Sache nicht mehr aufmachen. Beziehungsweise gibt es ja noch einen anderen Trick, dass man dann eben sagt, okay, der String, der hier am meisten Stromfluss hat, dass man den rückwärts dann trennt. Das heißt, dass man alle anderen, die eben weniger hat, wegnimmt, um dann den, der so viel hat, auch zu reduzieren. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist so diese Taktik, die man machen kann. Naja, eigentlich fließt jetzt hier nicht viel. Gut, nur ist auch so,
es ist jetzt auch kaum Sonne. Ne? Also ich habe gesagt, der andere Wechselrichter, der hatte da jetzt gerade mal um die 40 kW. Das war jetzt nicht viel. Ne? Aber hier können wir erstmal alles aufmachen. So, und das Ganze bitte auch auf der anderen Seite, weil wir wissen hier nicht, wo hier irgendwas wie ist, dass man hier wirklich sicher ist. Nicht, dass wir uns hier irgendwie einen Störlichtpunkt ziehen. Das muss nicht sein. Da haben wir noch eine Gefahr und außerdem können wir dann wieder die Trennklemme wechseln. Das muss alles nicht sein. Und natürlich ist es so, dass hier das auch aufwendig ist mit der Messerei und dass man natürlich das so gerne nicht macht. Das ist mir auch klar. Aber man muss sich eben vorstellen, dass das einfach dazugehört. Das ist eben einfach so. Und ich sage mal, das ist wie früher das Zähneputzen. Das gehört dazu. Und so macht man halt auch diese Messung der Lastfreiheit. Also was ich hier 0,18 habe ich das als Maximalwert gemessen. Also habe ich hier keine Bedenken, Gott sei Dank. So, und dann öffnen wir die Schose mal hier. Und dann gucken wir mal, was hier, was hier Phase ist. Nicht? So. 6, 7, 8. Für unsere ganz neue Anlage, die wir vielleicht bauen wollen, da hatte ich jetzt schon mal ein paar Zeichnungen gesehen zu den GAKs. Und was man natürlich sagen kann, ist, dass diese Oldschool GAKs, so wie wir es hier haben, mit Platz und einer gewissen Logik, dass es das so in dem Sinne nicht mehr gibt. Das heißt, es ist alles ein bisschen kompakter jetzt gemacht. Man hat auch hier meist nicht mehr diese Trennklemme, sondern nimmt dann halt die Schmelzsicherung, also die Sicherungshalter als Klemme. Und ich hatte halt darauf verwiesen, dass es halt wichtig ist, dass man natürlich auch im Betrieb, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel haben, dass es halt möglich sein muss, dass man hier jederzeit an den Strings auch eine ISO-Messung machen muss. Das heißt, ich muss, egal was das für ein GAK-Hersteller ist, ich muss ja die Möglichkeit haben, an den String ranzukommen und diesen vorher zu trennen. Und trennen, das muss möglich sein, entweder über so eine Trennklemme oder über einen Sicherungshalter. Und dann ist es halt noch wichtig, dass die Sicherungshalter oder die Trennklemmen zum Trennen, dass die nicht mit einer Schutzabdeckung versehen sind, die über alles gehen. Also es hat jetzt keinen Sinn, sage ich mal, so wie hier, wenn jetzt, sage ich mal, die Abdeckung, die geht ja genau bis da unten hin so, ne? Wenn die jetzt durchgezogen wäre und ich will jetzt die Trennklemme aufmachen, muss ich erstmal die ganze Abdeckung abmachen und habe dann diesen ganzen Bereich oben spannungsführend. Und das ist ein No-Go und kann man konstruktionstechnisch verhindern. Ich sage immer, das ist das Topmodell. Man sollte erst technisch überlegen, was man da baut. Und dann kann man organisatorisch noch rangehen, indem man sagt, okay, wir schalten das und das ab, bevor wir da rangehen. Und wenn alle Stricke reißen, dann kommt die PSA zum Einsatz. Nicht? Aber es ist bei den Herstellern heutzutage leider so oder generell auf dem Markt, das ist ein Preiskampf, es wird billig gebaut. Oftmals die Planer drin, die planen irgendwas und wenn es gut läuft, kriegen die mal ein Feedback und nehmen auch dieses Feedback an. Und dann bauen die auch was Gescheites. Ne? Aber es ist aber nicht immer der Fall. Und das ist so das, wo ich immer ein bisschen abkotze, ehrlich gesagt, dass man da, dass das Wirtschaftliche immer oben steht, zu sagen, das ist immer Katastrophe. Aber wenn mal was passiert und der erste Geschäftsführer wandert ins Gefängnis, ne, dann ist das Gejammer halt groß. Ne? Okay, anderes Thema. Aber man muss ja auch mal sagen, was man denkt. So, wir fangen mal an. Ich bin echt richtig gespannt, was jetzt hier Phase ist. Ich hoffe, man sieht das Messgerät hier. Oh, das ist natürlich jetzt eben mit dem Bending so eine Sache, aufgrund der Form. So, wir messen wieder mit 1000 Volt gleich. So, Spannung haben wir, aus ist, getrennt ist. Schauen wir mal. So, siehst du? Und jetzt haben wir hier eigentlich einen super Wert. Ne? Also wir haben 816 Volt, 1,5 Ampere und glatte 24 Megaohm. Ja? Und 24 Megaohm ist für den String top. Das heißt, meine Hoffnung, dass es hier vielleicht nur 1, 2 Strings sind, erhöht sich damit.
Weil 24 Megaohm ist ein Top-Wert. Also diese 24 Megaohm sind definitiv nicht daran schuld, dass der Gesamt-ISO-Wert so schlecht ist. Also das muss hier mindestens eins dringend dabei sein, der hier im Prinzip 0, also kleiner 0,5 hat. Das heißt, das ist der Min-Messbereich des Messgerätes. So. Min-Ban-Mun. So, das sieht auch gut aus. Das sind 821 Volt, 1,5 Ampere, 22 Megaohm. Das sieht auch gut aus. So, und dann schauen wir mal, wo wir hier den ersten Volltreffer haben. Es könnten Wetten abgeschlossen werden. Ich denke, ich weiß es nicht. So, der ist auch gut. 819 Volt, 1,6 Ampere, 26 Megaohm. Also bei den Ampere, da tue ich immer auf die Kommastelle, auf die erste Kommastelle runden. Also beim Kurzschlussstrom, das reicht völlig aus. So, der nächste 822, 1,6 und 19 Mega. Auch gut aus. So, da haben wir schon mal ein Viertel weg. So. Der fünfte. 823 Volt, 1,6 Ampere, 27 Megaohm. Und das ist natürlich, wenn das jetzt nur ein String wäre, das wäre so toll, weil dann könnten wir den rausnehmen und hätten im Prinzip mit wenig Aufwand gleich einen großen Hebel. Der ist auch gut. 820, 1,6, 28. So, der siebente. Ist auch gut. 823, 1,7 und 26. So, ich muss mal kurz hier, das passt, das funktioniert. So, der nächste bitte. Zack und zack. Messen, der achte, dann haben wir Halbzeit. Der ist schon signifikant schlechter. 1,7 Ampere und der hat nämlich nur 5,5 Megaohm. Also der ist da schon mal im Prinzip ist nur ein Fünftel dessen, was die anderen haben. Also der ist schon mal ein bisschen auffällig. Aber ich denke, dass wir noch mindestens einen finden, der noch deutlich schlechter ist. Bin ich überzeugt davon. Naja, jetzt kommt es hier. Ne? 827, 1,8 und der hat 7 Mega. Ja, wenn man sich das so ein bisschen aufschreibt, dann hat man halt sozusagen die Varianz. Und dann kann man das jetzt mit den anderen GAKs vergleichen. Und dann können wir schön beurteilen, was da los ist. Der wird jetzt wieder besser. Der hat 824, 1,7 Ampere und 32 Mega, sogar der beste. Aber ich denke, einen finden wir noch. Ich denke, einer muss sein, der noch richtig schlecht ist. Erfahrungsgemäß, sage ich mal. Ah ja, hier, gucke, hier ist er. Der hat 663 Volt, keinen Stromfluss mehr. Das heißt, es kommt gar kein Kurzschlussstrom zustande. Also da ist irgendwas, also geht nicht. So, 0 und der ISO 0,4. Also quasi nicht vorhanden. So, und jetzt gucken wir uns den nächsten an. So, String 12. Der ist wieder gut. 821, 1,8 und 32. So, und auf jeden Fall, wenn wir uns den mal zuvor gemessen haben, da müssen wir dann hingehen. Das müssen wir dann zum Schluss noch mal machen. Also den String können wir erstmal außer Betrieb nehmen, das ist ja kein Problem. Dann lassen die Klemme einfach off, den Rest können wir einschalten. Aber mich würde es dann eben trotzdem interessieren, wie viele Module von den 24 des rausgenommenen Strings dann wirklich das Problem haben. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Gut, dann sind wir bei dem nächsten, bei dem 127er. Und ich habe jetzt alles schon aufgemacht. Die Ströme waren auch okay. Das hat gepasst. Und dann werden wir hier auch mal messen. Da bin ich auch gespannt. Also, wenn wir Glück haben, ist es wieder nur einer. Das wird mich persönlich sehr freuen. Wenn wir Pech haben, sind es mehr.
dann kann ich es persönlich auch nicht ändern. So, Messgerät. Ja, so. Spannung steht, 1000 Volt. Feuer frei, Streng 1, fangen wir an. Mit einem recht guten Wert, würde ich sagen. 817, 2 und... Ach so, Quatsch, das ist gar nicht gut, das ist ja 3,8. Ich habe 38 gelesen, also der hat schon, ist gleich 3,8. Ist nicht gut, ist auf keinen Fall gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass man gleich sagen muss, raus. Ich denke, da gibt es noch einen schlechteren wieder, denke ich. 819, 1,9 und 6,2. Hier sind schon zwei jetzt so ein bisschen auf dem niedrigeren Niveau, sage ich mal. So, aha, der ist auch, der ist jetzt der schlechteste. Das ist ja immer das, was ich sage. Ja, Leitsatz kennen wir ja alle, wer viel misst, 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 das ist klar. Messwerte vergleichen ist ganz wichtig und sich niemals auf so absolute Werte. Nicht? Das ist, ich weiß nicht, ob wer sich jetzt damit auskennt, Thema Messtechnik, Messunsicherheiten, Fehlerfortpflanzung, Umgebungsbedingungen etc. Das ist schon ein Irrsinn. Man müsste ja im Prinzip dann hinter so einem Messwert hier, müsste man ja im Prinzip plus minus wahrscheinlich 50% locker beim ISO-Wert dazu nehmen oder wegrechnen, je nachdem. Also wir haben eine große Messunsicherheit, ganz einfach. Ne? Das ist so. Deswegen immer schön vergleichen. Und dann kann man eigentlich so das am besten interpretieren, meiner Meinung nach. Ne? 5. Ja, die sind jetzt alle nicht so besonders gut. Aber so einen ganz großen Treffer haben wir auch nicht. Also Grenzwert ist ja klar. Ne? Brauche ich ja nicht nochmal sagen, sage ich trotzdem. 1 Megaohm auf String-Ebene ist klar. Das ist Minimum. Und ich sage eigentlich, das Doppelte ist so immer da, wo wir sagen, also das ist so mindestens. Also die 2 Mega sollte egal wann, wie immer haben. Das heißt, der vierte hier mit diesen 1,5 Mega, der würde jetzt hier schon theoretisch aus der Reihe fallen, so oder so, schon aufgrund der Gegenüberstellung des Grenzwertes. Ja. So, 8,17, 1,9 und 2,7. 2,7, der würde wiederum noch gehen. Sind jetzt absolut alle nicht so gut. Das ist schon verrückt. 820, 1,9 und was ist? Oh, das ist eine 21,6. Das ist natürlich dann auch super, ne? 21,6. Das ist natürlich, da gibt es ja nichts zu meckern. 817, der wäre dann auch wieder durchgefallen, ne? Grenzwerttechnisch. Das ist dann eine 2 und eine 1,9. Ja, so. Das ist schwül, das ist irgendwie schwül. So, 819, 1,9 und glatte 10. Glatte 10. Das andere Messgerät, was wir da jetzt haben, das hat, glaube ich, einen kleineren Messbereich als das hier. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Es ist halt nur die Frage, wenn ich halt wissen will, die meisten Module, die man dann misst, die haben ja so, also das Gerät hat einen Messbereich von 199, das zeigt dann halt an, größer 199. Und wenn jetzt ein Modul, was ein bisschen schlechter ist, das hat dann manchmal nur 100, und da würde das schon sofort auffallen. Ne? Wenn ich jetzt 23 Module messe, die alle größer 199 haben und das eine hat 100, dann ist das das Schlechteste. Und das würde ich mit dem neuen Messgerät dann so nicht hinkriegen, weil das hat vielleicht nur einen Messbereich bis 50 oder so, ich muss mal raufgucken, werden die im Prinzip alle über 50. Ne? Das ist dann halt ein bisschen anders. Das ist halt, alles Gute ist nie beisammen. Ne? 2,9. So, 3/4 haben wir. 4 noch. Aber es ist trotzdem eine schöne Luft immer auf der Anlage. Nicht? Zum Arbeiten. Besser als in so einem stickigen Büro zu sitzen.
und in die Röhre zu gucken. Ich meine, da muss ich auch sehr oft und viel machen. Aber ich bin auch echt gerne mal wieder draußen zwischendurch. Ich muss das einfach haben und ich muss auch wissen, was hier Phase ist. Ich bin nicht jemand, der das vom Schreibtisch beurteilen will. Man muss dann auch mal raus auf die Anlage und sich die Sache angucken. Das Fühlen, Sehen, mit den Kollegen kommunizieren, wie die das sehen, was die so machen, ist wichtig. Sehr wichtig. 816, 2 und 5,2. Ja, ich glaube, ist relativ klar hier, was wir hier machen werden. Gucken, wie der letzte jetzt ist. 817, 2 und 2,4. Also, wir werden hier 2 Stück rausnehmen. So sieht es aus. Wir werden rausnehmen den, weil der kleiner das Doppelte des Grenzwertes hat. Also das kleiner 2, den nehmen wir raus und bei dem ist es genauso. Das war knapp dran, den nehmen wir raus. Die beiden würde ich rausnehmen. Das ist jetzt so eine Gefühlssache, sage ich mal. Also der 4er und der 9er. Der 4er und der 9er. Die gehen raus. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Der 4er und der 9er. So. Der 4er. Ach so. Und der 9er. Der 9er ist 5, 6, 7, 8, 9. Ich zähle das immer noch mal gerne durch. 4er, 5, 6, 7, 8, 9er. So, und der Rest geht rein. Und dann denke ich, dass wir hier klarkommen. So, und dann gehen wir zum nächsten. Aber ich glaube, das kürzen wir da mal ab. Das mache ich dann mal so, die Messung. Und dann zeige ich euch zum Schluss dann je Gag die Ergebnisse. Und dann sage ich euch auch, was und wie viel ich rausgenommen habe. Und dann machen wir dann im Prinzip mal eine Bilanz für den Wechselrichter, wie viel wir jetzt hier rausgenommen haben. Wie der ISO-Wert vorher war, wie er danach ist. Was wir hier weniger an Leistung haben. Und dann können wir darüber mal diskutieren. Bis später, Peter. Okay, also ich habe mich mal durchgemessen. Gerade jetzt hier mal eine schöne Pause gemacht. Schön Kaffee gekocht natürlich. Wie ihr das gehört, nicht? Schön gefrühstückt. Alles eigene Ernte, selbstverständlich, aus dem eigenen Garten. So, zu den Werten. Also, wir haben ja angefangen am 1,24, das war der schlechteste. Hatten wir angefangen und da haben wir einen rausgenommen. Da war der noch dabei. Dann habe ich den nächsten Gag, den zweitschlechtesten, da haben wir 2 rausgenommen, weil die im Prinzip nicht den doppelten Grenzwert erfüllt haben. So, dann bin ich weitergezogen. Beim nächsten waren die Werte alle recht gut, alles drin gelassen, interessanterweise. Dann beim vierten das gleiche Spiel, ja, waren zwar so einige unter 10, aber alles noch gut. Dann beim nächsten hatte ich 2 Fälle gehabt, hier, die habe ich rausgenommen. Und hier war eben das Interessante, die Spannung. Ne? Das war also irgendwie ganz verrückt. Hier war es nur noch ein Viertel, hier nur noch die Hälfte, kein Stromfluss mehr. Das habe ich rausgenommen. Das muss ich mir aber nochmal genauer angucken, was da los ist. Dann beim nächsten war auch wieder alles gut. Da war bei einem gar nichts zu messen. Da war ich gucken, da war die Steckverbindung durchgeschmuggelt. Das heißt kein Kontakt mehr, also ist dringend unterbrochen. Gut, das kann passieren. Dann wieder beim nächsten, soweit alle Werte gut. Hier mal so ein Ausreißer mit 4,5, wo ich aber sage, okay, der müsste jetzt nicht raus. Und dann zieht sich das Ganze tatsächlich hier so weiter. Und unterm Strich habe ich jetzt rausgenommen von 128 Strings habe ich rausgenommen 1, 2 und ich glaube dann 3, 4 und 5. Ne? 1, 2, genau 3, 4 habe ich 5 Strings rausgenommen. 5 von 128. Ja? Also irgendwie 4% sozusagen. So, alle Gags, die restlichen sind wieder zugeschaltet. Und jetzt kicken wir uns mal an den Gesamt-ISO-Wert. So, das ist der betroffene Wechselrichter. Und siehe da, entspannte 132 Kilo. Geil, oder? Der andere Wechselrichter, wo wir nichts gemacht haben,
Der hat sogar noch ein bisschen weniger. Interessant. So, und das ist natürlich geil. Wir haben jetzt 4 Strings gerade mal rausgenommen und die haben so einen Hebel. Das ist irre, ne? 5 Strings, sorry, 5 Strings. So, von diesen 5 Strings ist jetzt ja noch die Frage, wie viele Module sind es denn pro String, die das sozusagen verursachen? Das ist ja auch nochmal die Sache. Das müssen wir jetzt auch nochmal untersuchen. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch. Aber so kann man es eben machen. Ne? So funktioniert die ganze Sache. So kann man im Prinzip von ganz groß auf klein skalieren, relativ schnell, sage ich mal. Und natürlich, wenn es jetzt in die Modulmessungen geht, dann kommt das Zeitthema natürlich nicht. Wenn ich jetzt überlege, ich muss jetzt erstmal alle 24 Module auseinander machen und die einzeln durchmessen, das ist natürlich ein Zeitthema, weil in der Zeit, wo ich 24 Module durchgemessen habe, geöffnet habe, gemessen habe, wieder zusammengesteckt habe, habe ich wahrscheinlich in der Zeit auch 2 Gags durchgemessen als Stringmesser. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux. Und was natürlich noch problematisch ist bei diesen Q-Cells, alten Modulen, die Steckverbinder hier, die gehen so bescheiden auf, manchmal auch gar nicht mehr. Und das ist hier grauenhaft. Das ist wirklich grauenhaft. So. Und jetzt will ich euch nochmal eine Sache zeigen. Ich hatte beim letzten Gag eine Messung gehabt. Da bin ich stutzig geworden. Und dann war ich mal gucken gewesen. Und jetzt haltet euch mal fest. Jetzt seht ihr mal live, wie das aussieht, wenn so ein Modul dann sozusagen in dem Endstadion ist, so wie ich das gesagt habe. Das heißt, wenn die Rückseitenfolie so weit durch ist, dass alles im Prinzip zusammengefallen ist dann, das heißt, die Zelle heiß geworden ist, alles verbrannt ist und dann alles zusammenfällt, die Scheibe also auch instabil wird. Und das Ganze sieht dann so aus. So sieht das aus. Endstadium, Rückseitenfolien-Thematik. Wenn sich die Rückseitenfolie quasi dann auflöst. Wie gesagt, die Folie löst sich, es fließen Ströme, es wird dort heiß, die Zelle wird heiß, es wird schwarz, es verschmuckelt alles, es wird dann die Scheibe als solche, sie ist ja auch nur sehr dünn, kann dann diese Spannung und so, alles was mechanisch steht, auch nicht mehr halten und dann ist Feierabend. Ne? Und glaubt mir, das ist kein Glasbruchmodul, das ist kein typischer Schaden, wie man das hat, wenn man eine Scheibe einschlägt. Das kennen wir alles, wir machen hier 10 Jahre Betriebsführung, wir haben Hunderte von Glasbruchmodulen gesehen, wahrscheinlich sogar Tausende, die durch Steine verursacht wurden. Das sind nicht solche Schäden, das hat den anderen Hintergrund. Ne? Und das ist ja auch kein Einzelfall. So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Da könnt ihr euch nochmal von hinten das Ganze angucken. Und das ist natürlich, wenn man das sieht, ist das ein bisschen schockierend. Ne? Wenn man sich mal überlegt, dass dann irgendwann mal vielleicht hier der halbe Park so aussieht. Krasse Sache. Das nächste Ding ist ja, wenn ich jetzt so eine Module abbaue. Ne? Ich kann die ja einfach auch nicht mehr normal stapeln, wie man das mit anderen Modulen machen kann. Das Ding zerfällt mir ja, wenn ich das jetzt anhebe. Nicht? Da habe ich den ganzen Müll unten auf der Wiese liegen, die ganzen Scherben, den ganzen Müll, den ganzen Mist. Das fällt mir alles zusammen hier. Nicht? Da kann ich jetzt hier noch mit großen Behältern unten erstmal, müsste ich das ja ausstatten, damit mir der Müll da reinfällt. Ich kann das ja hier nicht so hinterlassen. So sieht das aus im Endstadium, wenn die Module, die Rückseitenfolie völlig ihren Geist aufgegeben hat. Man sieht es auch hier richtig schön, komplett gerissen. Ne? Auch hier alles so genau an dieser Kante eben gerissen sozusagen. Ne? Katastrophe. Keine Angst, das Modul habe ich schnell ausgeklemmt. Ne? Das ist jetzt ein Standalone. Und hier, das ist also alles, das ist hier, wenn ich das abbaue, fällt mir alles auseinander. Nicht? Also der Rahmen an sich hat ja wenig Stabilität. Die Stabilität kommt ja das Modul dann auch durch die Scheibe natürlich. Nicht? Der Rahmen, das ist ja so ein ganz dünnes Aluminium nur, das hat nicht viel Stabilität. Ja, so sieht das aus. So, dann machen wir weiter mit dem Video. Hier, also, das war jetzt die 124. Also das war jetzt der erste GRK, wo wir den ersten String rausgenommen hatten, der so einen schlechten ISO-Wert hat. Jetzt bin ich hier hintergefahren und ausgestiegen. Ich habe das jetzt wirklich nicht gleich gesehen. Erst jetzt beim Aussteigen dachte ich, na nu. Aber das ist eben der Grund, das ist dieser String, der den schlechtesten ISO-Wert hatte hier. Nicht? Und das ist natürlich klar, wenn hier der Strom jetzt quasi direkt gegen Erde abgeleitet wird, dass das so nicht funktionieren kann. Ja, maximal gefährlich. Nicht? Jetzt natürlich
Also der String hier oben und unten, der ist im GAK ausgeklemmt. Also da kommt erstmal nichts. Ähm, Ich muss jetzt das frei machen hier und dann muss ich jetzt erstmal Lastfreiheit gucken, was hier los ist. Und dann muss ich das hier alles mal ein bisschen sichern. Das ist ja, guckt euch das mal an, ne? Das ist komplett wie vorne wieder durchgefallen und so sieht das dann aus, nicht? Und das ist natürlich, dass das Modul kaputt ist, ist ja das eine. Das ist halt so. Aber was mich richtig ankotzt dabei ist, wie soll man denn solche Module jetzt wirklich bitte schön hier bergen? Wie soll ich dieses Modul ausbauen? Ich habe ja hier nur, also ich könnte richtig kotzen hier, ne? Scheiße, ey. So Leute, ich habe das mal alles hier weggemacht jetzt. Also Kabel weg und alles. Und das Interessante ist, man kann jetzt wirklich das Modul, also so zellenweise auseinandernehmen. Ne? Also wenn man hier so zieht, ja, hat man das immer so zellenweise dann quasi in der Hand. So, das sind jetzt sozusagen 2 Zellen, nochmal 2 Zellen, 4 Zellen. So ist das dann hier. Nicht? So, dann sieht man hier dann die Busbar, die Verbindung unten. Hier sieht man dann schön, wie das hier so grün ist drunter, was man auch von außen dann sieht sozusagen. Das ist dann das hier. Ja, seht ihr das Grüne? Das ist dieser Streifen da. Und dann kann man im Prinzip hier Zelle für Zelle kann man hier abreißen. So. Und dann kann man sich natürlich dann hier das Glas abmachen und dann kann man sich seine eigenen Solarmodule bauen in x-beliebiger Größe. Das ist jetzt hier so 20 x 20, 40 x 20. Nicht? Dann kann man die jetzt auch dann gleich mit Anschlussdose erwärmen hier. Das sind dann 80 x 100 cm mit Anschlussdose bereits dran. Alter Schwede, ey, das ist ein Murks, wa? Also krass, echt krass. Das Gute dabei ist, man kann halt mal hier durchgucken und hat natürlich eine ganz andere Perspektive, die man so noch nie hatte. Nicht? Katastrophe, Katastrophe. Wie soll man da positiv denken an die Sache hier? Geht ja gar nicht. So, was man jetzt natürlich hier machen kann, also wir sagen immer, also ein Modul, das ist das Maximale. Wenn jetzt ein Modul im String fehlt, dann überbrücken wir das. Das machen wir, aber es ist auch maximal ein Modul. Wenn 2 Module jetzt fehlen würden, sollen wir es nicht mehr machen. Das ist so eine so interne Sache, wo wir eigentlich gesagt haben, das kann man machen, funktioniert. Also somit würde dieser String dann auch wieder liefern. So, ich werde jetzt hier die Zellen noch zusammensammeln und wer will, kann die hier gerne käuflich erwerben. Ich würde mal sagen, pro Zelle 1 Euro ist ein guter Preis, oder? Nee, war nur ein Spaß. Alles Sondermüll. 11 Jahre Betriebszeit. Ich bin richtig begeistert. Naja, schauen wir mal. Nicht? Es ist ja, geht ja nicht nur, es gibt ja verschiedene Hersteller. Es liegt ja, wie gesagt, an dem Material der Folie hinten. Und jetzt ist natürlich interessant, das Modul, was hier links daneben ist und was hier rechts daneben ist. Also da kann man ja jetzt Wetten abschließen, welches hier jetzt als nächstes durchfällt. Ne? Die sehen nämlich beide richtig bescheiden aus. So, ich kotze ab. Okay, jetzt ist das der String, wo jetzt wir das kaputte Modul gefunden hatten gerade, was durchgefallen war, also was sich quasi aufgelöst hat. Und den String habe ich jetzt hier gerade noch mal in der Messung und siehe da, ist gerade weg, wir haben hervorragende Ergebnisse. Vorher waren es 0,4 Megaohm, jetzt sind es 61. Logischerweise hat ja aktiver Pol im Prinzip Kontakt gehabt zur nassen Wiese und das funktioniert natürlich nicht? So, das heißt, das können wir auch wieder in Betrieb nehmen. Ja, ich werde mir jetzt noch mal die anderen Strings angucken, die ich rausgenommen habe. Ob da nicht ähnliche Fälle zu finden sind. Man sieht das dann auch nicht immer, wenn man hier so groß reinguckt. Man lässt durch das Gras. Schauen wir mal. Ja, das nehme ich mal mit hier. Das kommt dann mal ins Büro sozusagen als Mahnmal. Und ja, dann ist es jetzt soweit, dass ich viel mehr heute auch nicht machen kann, zeittechnisch. Weil ich ja gleich noch einen Termin habe, wieder in der Handwerkskammer. Und entsprechend kann man dann auch nicht mehr machen, als früh um 4 Uhr aufstehen, arbeiten, Handwerkskammer und abend um 9 tot ins Bett fallen. Mehr geht da halt nicht. Ne? Aber ich sag mal, ich habe es mir ausgesucht und das macht Spaß und von daher alles schick.
Nee, ich räume jetzt zusammen. Ich gucke mir die anderen Strings nochmal beim Vorbeifahren an. Ich sage mal, das war jetzt ein erfolgreicher Einsatz. Jetzt hier sagt, in 5, 6 Stunden hat man im Prinzip jetzt den Wechselrichter wieder zum Leben erweckt und das meiner Meinung nach auch für längere Zeit. Ich gucke mir das morgen an. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Wechselrichter, wo wir jetzt dran waren, sogar morgen früh im Prinzip nicht wie die anderen Betroffenen ausbleibt, sondern dass der schon sehr früh startet. Ne? Weil wir haben ja jetzt die Problemkandidaten hier erwischt und natürlich muss man das jetzt eben so machen, dass man hier wahrscheinlich einmal im Monat so eine Kontrolle durchführt, was hier los ist. Weil das ist natürlich maximal gefährlich auch zum Thema Hausmeister und Maatpersonal etc. Also der Laie, der hier rumrennt oder die EUPs, die hier rumrennen, das muss man natürlich verhindern. Nicht? Ich meine, das ist auch für einen Elektriker gefährlich, logischerweise nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ein bisschen muss man hier schon aufpassen. Gut, habt ihr wieder mal so einen Einblick gekriegt in so einen typischen Tag, was es doch nicht alles gibt auf der PV-Anlage. So viel mal zu dem Thema. Was macht denn ihr eigentlich immer auf den PV-Anlagen? Das ist doch, wird hingestellt und angeschlossen und dann läuft das doch. Da muss man doch nichts mehr weiter tun eigentlich. Das ist ja so die Annahme von vielen. Und ja, schon deshalb ist es doch eine Motivation, den YouTube-Kanal am Leben zu erhalten, um das einfach immer wieder mal darzustellen. Ja, da ist das Loch da hinten. Ne? Tolle Sache. Ich weiß nicht. Ich muss da erstmal irgendwie verarbeiten heute hier. Alles klar. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.